Ja, liebe Freunde, die Saison geht für uns auch wieder los. Morgen ist der 1. Mai. Unsere erste Tour führt uns morgen nach Urk für einen Tagestrip. Wir übernachten dort und gehen abends noch in ein schönes Restaurant, das wir euch zeigen wollen. Und Frank und Claudia fahren mit. Da gucken wir uns noch die neue Technik an, die eingebaut haben. Peter und Petra haben auch noch ein neues Bett gekriegt. Das schauen wir uns auch noch an. Es wird wieder ein interessantes Video. Ja, hier vorne an der Ecke, das Boot kommt auch neu. Das fährt morgen nach Giersum und wird dort getauscht. Und dann erwarten wir noch am Samstag oder Sonntag hier ein neues Boot. Peter und Petra haben die neue Kappe oder die alte Kappe drauf. Die neue kommt ja erst im nächsten Jahr. Vorne ist schon die Satellitenschüssel, ein Snipe 4. Und da steht unser Boot. Wir sind bereit, um 9 geht's los, aber die versprochene Windstille haben wir gerade nicht. Seitenwind beim Rausfahren ist für uns natürlich nicht optimal, aber gut, da müssen wir jetzt durch. Wir haben rund 40 Kilometer bis Urk und da wollen wir um spätestens 12 Uhr da sein. Die Fahrleinen hängen schon, die müssen gleich nur noch ausgetauscht werden. Unsere Leinen hier, die bleiben vor Ort, sodass wir immer genau das Passformat zum Anlegen haben. Okay, es geht raus. Du musst jetzt parallel. Schauen, was er hier hinten macht. Ja, hier hinten bist du jetzt gleich durch. Ist vorbei? Du bist vorbei, ja. Jetzt steht da vorne auch am Boot ein bisschen raus. Habt ihr keine Lust? Kommt ihr nicht mit? Sollte doch eigentlich gar kein Wind da sein. Immer den Wind mit berücksichtigen. Oder nicht immer durch die Seite steuern, wo der Wind vollkommt, sodass ich auf der anderen Seite genug Reserve habe. So, die erste Hürde haben wir schon mal genommen, ne? Genau, ja, raus immer. War gar nicht so schwierig. Auf geht's nach Urk. Franks neueste Errungenschaft, AIS. Wir sehen ihn jetzt hier und er fährt gerade mit 11,3. Jetzt sehen wir vor uns ein Stück weiter Berufsschiff. Das versuchen wir jetzt aufzuschließen, in der Hoffnung mitzuschleusen. Ansonsten haben wir eine Wartezeit. Wir können jetzt genau sehen, wie schnell Frank fährt und kann dann entsprechend auch meine Geschwindigkeit anpassen, sodass wir immer im Gleichtakt fahren. Marina stattet auch die zweite Seite mit Fendern aus. Wir wissen ja nicht genau, wo wir jetzt in der Schleuse anlegen können. Das Berufsschiff ist ja vor uns und das bestimmt ja, wo es hingeht und wir müssen sehen, wo wir dann noch Platz übrig haben. Die Schleuse ist groß genug, um auch damit reinzukommen. Hier sind auch hübsche kleine Häuschen direkt am Wasser, aber es ist alles noch leer, noch keiner hat es gemietet. Bei dem herrlichen Wochenende hätte man gedacht, dass da doch schon einige Leute sich da aufhalten oder da Urlaub machen, ein paar Tage. Nettes Restaurant, haben wir auch schon ein paar Mal gegessen. Wir nähern uns langsam der Schleuse. Jetzt müssen wir den vor uns erstmal reinlassen. Das ist ein kleines Berufsschiff. Wäre ja klasse, wenn wir gleich alle zusammen schleusen würden. Alles ist wieder schön grün geworden. Die Schwäne liegen faul auf dem Wasser rum. Jetzt fährt das Boot für uns erstmal rein. Mal schauen, an welcher Seite es anlegt. Zum Glück ist die neue Schleuse etwas größer gebaut worden und breiter, sodass auch mehrere Boote wirklich reinpassen. Auch wenn ein kleines Berufsschiff drin ist. Schön aufs Schraubenwasser achten. Jetzt stehen wir alle fein in der Schleuse drin. Mehr Sonne geht nicht. Claudia strickt noch. Geht zu. Schleuse geht zu. Okay. Sehr gut. Wenn die zugeht, dann geht es ja schneller. Auch beim Rausfahren muss man natürlich wieder aufs Schraubenwasser achten. Man weiß nie ganz genau, wie der beschleunigt. So, der Schleusenvorgang ist beendet und wir können die Schleuse verlassen. Auf unserer Reise nach Urk haben wir ja wirklich immer nur diese eine Schleuse.
Und jetzt können wir einfach weiterfahren, durchfahren. Keine Brücke, nichts mehr. Genau sehen, wie schnell der Frachter ist, wie schnell Frank ist. Und ja, bei 13,1, die der Frachter gerade fährt, eben war er schon bei 13,5. Da bleiben wir dahinter. Überholen lohnt sich hier auf dem Stück bis zum Kettelmeer nicht. Die Reichswaterstaat ist auch unterwegs. Es gibt Essen, ich bin schon halb verhungert. Oh, Ja, danke. bitteschön. Ein Stück noch bis zum Kettelmeer und dann gucken wir nachher mal, dass wir schnell fahren. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Und wieder ein Berufsschiff. Bisher ist uns ein einziger Segler entgegengekommen. Heute ist nichts los. Ja gut, in den Niederlanden ist heute Arbeitstag, nur in Deutschland ist frei. Aber ich bin doch überrascht, dass gar nichts auf dem Wasser los ist. Ja, hier an der Eiselmündung, kurz vorm Kettelmeer, können wir auch ein bisschen abkürzen. Der Frachter fährt auch Strich an den Flachwassertonnen lang. Da ist es nicht tief, aber tief genug. Die Flachwassertonnen müssen einfach nur auf der Steuerbordseite bleiben. Man sieht auch schon hier den braunen Strich. Der wühlt also schon Dreck auf. Der Frachter biegt hier scharf in die Eisel ab, aber wir fahren hier weiter. Hinten am Horizont sieht man schon die Kettelbrücke. Am Kettelhafen gibt es ja das ehemalige Restaurant Land's End. Schade, dass das schon geschlossen ist. Sonst könnten wir hier auch mal einen Stopp einlegen. Ansonsten ist man hier weit vom Schuss und muss sich selbst verpflegen. Marina ganz entspannt. So schön. Kein Wölkchen am Himmel. Traumwetter für den ersten Ausflug. Ab da hinten kann man dann noch ein bisschen schneller fahren. Was gibt es Schöneres als wie Sonnenschein? Claudia und Frank sind auch dabei. Jetzt kommt uns noch ein Bambot entgegen. Frank gibt jetzt Gas. Und wir schließen uns gleich an, aber erst müssen wir durch die Welle. Schaukelt jetzt etwas? Okay. Und eine Wackelei. So. Und jetzt? Das erste Schnellfahren für dieses Jahr. Ja, Frank fährt nur 33, aber der ist nicht mehr so schnell. Hier rausgucken. Mal gucken, wie langsam wir gleiten können. Unter die Geschwindigkeit von Frank runter. Passt du dich der Geschwindigkeit von Frank an? Ja, wir fahren jetzt mit 31,3, geht auch. Durch die Brücke sind wir durch und jetzt können wir wieder schneller fahren. Jetzt sind wir auf dem Eiselmeer draußen. Ja, man merkt schon, wir sind ja eben 33, 32 gefahren und bei jetzt 40 läuft das Boot deutlich besser, deutlich ruhiger und steht nicht so steil. Ja? Ja, Jetzt fährst du nur noch 29? ja, der Frank wird ja auch nur 33 und ich wollte ja nicht zu dicht auffahren. Okay. Jetzt wird spannend hier. Die eigentliche Karte, wo man immer liegt am Strand, ist mit gelben Bojen abgesperrt, ist also nicht nutzbar. Hier draußen steht reservierte Karte. Bin mir nicht sicher, ob wir hier stehen dürfen. Jetzt können wir auch hoffen, dass wir drinnen einen Platz finden. Jetzt fahren wir schön in den Hafen ein und hoffen auch Plätzchen zu bekommen. Hier vorne ist alles abgesperrt, warum auch immer. Dadurch ist es relativ wenig. Wieder Jürgen drehen oder nicht. Wir drehen und gehen auf die Seite. Wir müssen ja sowieso raus. Vor dem Manöver der obligatorische Blick nach hinten. Dann eine Maschine vorwärts, eine Maschine rückwärts und wir drehen auf dem Teller.
Nimm den Poller da vor dem Kasten. Hier steht noch eine Atlantik. Und da stehen wir. Und da kommt der nächste. Deshalb kann man hier auch nicht in Päckchen gehen, weil die Hafeneinfahrt freigehalten werden muss. Der sieht schon ganz schön. Mit Blick auf den Hafen, und da sehen wir auch die Atlantik, die hinter uns steht. Gibt gleich eine Fischbude. Und wir gehen hier Frikandel essen. Lecker, lecker. Die erste Frikandel für dieses Jahr. Ja, die Frikandel-Saison ist eröffnet. Und die kleine Innenstadt. Ganz hinten ist noch ein Eissalon. Und hier ist Fisch Marsen. Und da wollen wir heute Abend essen gehen, wenn die uns denn mit dem Hund reinlassen. Anna möchte auch mit. Hier ist der Werft Fischereihafen. Und mittlerweile sind sehr viele Wohnmobile auch hier in Urk. Früher war das ein reiner Parkplatz und mittlerweile ist der halb voll Wohnmobile. Und nur ein kleines Stück weiter, da liegen wir auch schon mit unserem Boot. Heute sind wir hier beim Fischhandel Marsen. Der hat freitags immer ein großes Fischbuffet. Das ist nicht ganz billig, aber wir probieren es jetzt mal aus und schauen mal, wie es schmeckt. Hier gibt es dann die Suppe. Und dann gibt es hier noch ganz tolle Buffets. Soßen. Und dann hier noch ganz viele Beilagen. Du siehst aus, als wärst du im Knast. Ich bin ein Streifenhirsch. Ja, wie schmeckt's? Sehr gut. Ja. Sieht lecker aus, aber die Teller sind natürlich schon klein. Da muss man schon mehrmals gehen. Ja, die haben aber große Fischteller, haben die neben der Suppe stehen Ja. und unten drunter. Nochmal, die Kombi ist hier toll. Ja, und hier wird gegrillt. Frank, was hast du dir denn ausgesucht? Was hast du dir denn ausgesucht? Zander und Jakobsmuschel. Ah ja, Nee, Seebarsch. 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 Und wenn ich mir hier den Nachtig so anschaue, dann könnte ich schon direkt damit anfangen. Und Eis gibt es da auch noch. Ganz normalen Fisch kann man hier auch noch kaufen. Und da hinten wird gebraten. Mit 43 € ist das nicht wirklich günstig. Da muss man schon Hunger mitbringen. Aber die Qualität ist gut, die Auswahl ist gut und es war alles lecker. Schöner Nachtisch, Vorspeisenbuffet, alles da. Also wer mal was anderes machen will, der ist hier richtig. Klare Empfehlung. Am Ende der Straße gibt es auch noch Eis, aber das passt jetzt beim besten Willen nicht mehr rein. Wir drehen jetzt noch eine Verdauungsrunde und dann geht's aufs Boot. Die letzte Abendsonne, die Stadt ist deutlich ruhiger geworden und wir sind satt und jetzt gibt es noch einen Absacker und dann ist auch schon wieder der Tag vorbei. Der nächste Morgen bringt ein bisschen Regen, war so früh gar nicht angesagt, aber war nicht viel, jetzt scheint die Sonne wieder. Frank ist noch mit seinem Bruder hier in der Nähe ein Boot anschauen und wenn er zurückkommt, dann geht es wieder nach der Klink. Urk habe ich noch nie so voll erlebt, allerdings nicht mit Booten, sondern eher mit Tagesgästen hier und das ist richtig voll. Die mit dem Auto kommen. Okay, das ist ja super. Und ich höre gerade, Franks Bruder hat auch ein Boot gekauft. Irgendwann werden wir das auch mal vorstellen. In Urk kann man auch ins Landesinnere fahren, hier durch die Schleuse. Dann geht es schon ein ganzes Stück weiter runter. Auf der anderen Seite des Hafens kann man auch slippen. Ich suche jetzt gerade das Tankschiff da vorne, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da dran komme. Hier ist richtig Gewusel, aber ich sehe hier keinen einzigen Menschen und kann daher auch den Preis nicht rausfinden. Das war ein wirklich wieder schöner Liegeplatz. Frank hat gerade angerufen, 2,30 kostet der Liter. Und ja, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg. Die Mittelleine ist los. Ich halte hier hinten noch ein bisschen. Und Marina macht jetzt vorne los.
Und dann geht es auch schon weiter. Was machst du denn? Der doof. Der hat uns beinahe gerammt. Der guckt irgendwo hin. Handy weg! Mein Papa! Es war wieder ein Erlebnis, auf Urk gewesen zu sein. Und jetzt geht es wieder zurück in unser Heimathafen. Hier ist alles abgesperrt an der Stelle. Bis nach vorne. Und dann vorne am Steg kann man dann wieder weit anlegen. Wir wissen auch nicht, warum es gesperrt ist. Man sieht auch keine Bauarbeiter arbeiten hier. Ja. Jetzt ist auch noch die GoPro kaputt gegangen. Beim Saisonstart schon die Osmo Pocket 3. Und jetzt muss ich hier die Insta360 Kamera vergewaltigen für die Aufnahmen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber was wollen wir machen? Pass auf, es kommt gleich die Welle. Vor der Kettelbrücke gehen wir vom Gas und fahren langsam durch die Brücke. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg ins Veluwemeer. Die Rodobootbrücke haben wir auch passiert. Und ja, hier ist wieder nichts los. Kein Boot weit und breit, das sind die einzigen beiden. Das heißt, die Schleuse wird auch nicht voll sein, auch kein Problem. Wo sind die Boote alle hin? Haben die alle den Dieselpreisschock oder ist das Wetter einfach noch nicht gut genug? Marina ist schon in freudiger Erwartung. So, geht auf. Und was ist drin? Ja, wir sind doch nicht ganz allein. Sind doch ein paar unterwegs. Ja, hinter uns sind auch noch zwei. Ja, Ein Überlauf. also 3 sind mindestens in der Schleuse. Jetzt müsste der hintere auch noch losfahren, dann könnten wir bald auch rein. Ah ja, kommt. Rot grün. Und grün. Nimm den dicken Poller, bevor es hochgeht, der dicke Poller. Den nicht. Genau der. Warten auf die Toröffnung. Dann sind wir raus. Noch 1,5 Stunden bis der Klink. Hier auf Eck kann man wirklich sehr schön liegen. Da sind auch 3 Boote drin. Und wenn man da hinten die Landzunge erwischt mit 2 Booten, dann kann man hier wunderbar das Wochenende verbringen. Hier sind ein paar Segler unterwegs. Ansonsten ist das sehr ruhig. Oder komm mal, ein Dicker. Er ist ein bisschen schnell unterwegs hier. Ist noch reichlich Platz in der Helbung drin.
Er hat mal eine Welle mitgezogen. Also, der hätte ja auch mal locker hier an der Brücke abbremsen können, mit den vielen Booten hier, das war aber nicht schön. Ja, den Segler hat er fast umgeschmissen. Ja. So, jetzt haben wir die Elbenburger Brücke auch passiert und dann sind wir jetzt als nächstes in Dickling. Und es geht wieder rein. Wie du machst. Warte mal ab. Keiner da heute, kein Empfangsteam. Volker und Heike sind ja nicht da, müssen wir allein anlegen. Zuerst die Vorleine, dann kann ich mit rechter Maschine rückwärts das Boot locker an den Steg ziehen. Bug- und Heckstahlruder unterstützen dann nur noch. Ich komme dann am besten erstmal runter. Da muss ein Stück nach hinten, Jürgen. Jetzt ist er verhaftet. Ja, wir sind wieder da. Alles gut, Peter hat uns geholfen. Super. Dann Maschinen aus. Und wir sind wieder zurück. Und wie versprochen zeigen wir euch jetzt noch die Instrumente auf der Merline. Und wenn es oben blendet, machen wir das hier unten. Ja, kann man hier viel besser sehen. Ja. Haben wir das Startbild von unserem Boot. Ja. Und jetzt richtet sich Lighthouse 4 ein. Und dann kommt gleich der Touchscreen. Ja. Und hier unten hat man ja die analoge Reihe. Die ist im Prinzip jetzt überflüssig. Doppelt gemoppelt, wenn man so will. Ja. So, und dann kannst du per Touchscreen jeweils das aufmachen. Einmal Karte. Da sind wir in the Clink. Und hier habe ich auf dem Bildschirm immer dann die Daten. Das ist jetzt natürlich nicht angezeigt, weil wir jetzt ja nicht fahren und auch Ja, die genau. Zündung nicht an ist. Aber hier ist dann Wenn du die jeweils... Zündung anmachst, kann man da was sehen, oder? Ja, ich habe aber jetzt die Sicherung schon raus. Okay. Dann sieht man auf jeden Fall hier dann die Drehzahl in dem Bereich und hier die Temperatur, hier Öldruck und hier die Geschwindigkeit, die wir fahren. Und hier habe ich dann noch eine Kontrolle der Tanks. Ja, okay. Jetzt müsstest du eigentlich doch. IS ist jetzt auch aus bei dir, oder? Nein, müsste eigentlich an sein. Ah, da ist er, euer da ist jetzt, euer ist drauf. Ja. Ah, da sieht man auch die Maxi. Das Richtig. können Und die Grand können wir Ladies das- werden weg. Die, ja. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, das funktioniert sogar gut. Weil eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass er den Namen von dass, eurem Boot dass er anzeigt. den Namen von unserem Boot anzeigt. Ja. Ja. Na, damit haben wir jetzt wirklich hier quasi die ganzen analogen Instrumente überflüssig gemacht. Und jetzt das sogenannte Glascockpit nachgebaut. Hätte ich auch gerne auf unserem Boot. Träumen Also weiter. wirklich schön. Und oben das gleiche auch nochmal. Ne? Ohne die analogen Instrumente, da hat man wirklich einen Mehrwert jetzt. Hier, Absolut. Hier hat man es nur doppelt. Ne? Ja, ja, genau. Ne? Aber sieht klasse aus. Ja, bin ich auch happy, dass ich das habe. Ja, liebe Freunde, das war mal ein kurzer Einblick in die Merline. Irgendwann machen wir auch nochmal ein komplettes Walkthrough-Video. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Heute gibt's mal noch gegrilltes. Ja, gestern in Urk Fisch gegessen und heute gibt es wieder Heute gibt's mal noch Fleisch. Fleisch. Und Wurst. Ja, liebe Freunde, wie versprochen, zeigen wir nochmal den Bettumbau bei Peter und Petra. Um das besser zu verstehen, was sie gemacht haben, zeigen wir erstmal unser Bett. Man sieht hier ja den Rahmen, wo hier die Matratze drin sitzt. Und der Rahmen steht natürlich noch ein ganzes Stück vor. Und wenn man das so sieht, sind das 6 bis 7 Zentimeter, die der Rahmen vorsteht und den Raum kleiner macht, ohne dass wir mehr Liegefläche haben. Und was die Matratze besser macht bei Peter und Petra, das zeigen wir euch jetzt. Ja, so sieht das gesamte Bett aus. Das wirkt schon mal deutlich größer wie bei uns. Und jetzt schauen wir uns mal im Detail an. Der Unterbau, da gibt es unterschiedliche Farben mit unterschiedlicher Härte. Das kann man entsprechend ausgleichen.
Und darauf liegt jetzt die Matratze. Wir sehen auch hier den Rand, wie bei uns, aber hier sieht man schon, die Matratze steht hier oben über. Die ist also nicht gleichmäßig dick, sondern ist hier oben nochmal am Rand etwas weiter. Und jetzt legen wir das mal drauf. Und wir sehen, jetzt wird der Rand, der bei uns zu sehen ist, komplett mit der Matratze abgedeckt. Das hier sind alleine 7 cm. Und wenn man das auf beiden Seiten betrachtet, dann sind das locker 15 cm. Ja, das macht das ganze Bett deutlich breiter. Man hat also gut 15 cm mehr Liegefläche. Und dann kommt man dem Bett von zu Hause schon relativ nah. Und auch in der Länge gibt es nochmal 7 cm mehr Länge. Das heißt, auch das Bein guckt hier hinten nicht mehr über. Gerade im Winter bringt das einen großen Vorteil. Also so mal als Inspiration, wenn jemand sich überlegt, eine neue Matratze im Boot zu kaufen. Und wie ist der Schlafkomfort so? Ja, der ist natürlich deutlich besser als wie mit der alten, anscheinend noch Original-Matratze, die das gewesen ist. Wir haben das wieder von dem von Martin Verstoffering aus Hirden machen lassen. Der hat das dieses Jahr genauso gut gemacht wie vor 5 oder 6 Jahren auf der Brom 39 auch. Deshalb haben wir das jetzt auch wieder da bestellt. Das war eine schöne Tour. Wir haben in Urk schön gegessen, schön gelegen, war Top-Wetter. Und die Technik funktioniert soweit, unsere Batterien laufen, die Motoren laufen und wir sind jetzt bereit, um am 22. in Urlaub zu starten. Ich habe hier mal so ein kleines LED-Lämpchen, was oben bei uns in den Decken drin ist. Das hat gequalmt und ist hier durchgebrannt. Und ich hoffe nicht, dass anhand solcher Lampen vielleicht das ganze Boot abbrennen kann. Das ist schon mit riesig Aufwand gemacht. Hier ist eine Mini-Spule drauf, einige Widerstände, ein Kondensator. Und das Ganze für so einen Pfennigartikel ist schon ein erheblicher Aufwand. Mein erster Test war, dass die doch viel mehr Strom brauchen, als ich angenommen habe. Da werde ich nochmal ein Video machen und das mal genau checken. So, das war's erstmal für jetzt und ja, dann sind wir bald in Urlaub. Tschüss, bis zum nächsten Video.